Mann, Leute, ich versuche schon die ganze Zeit hier ein Video auf die Beine zu stellen, aber ich bekomme es einfach nicht hin. Deswegen werde ich jetzt einfach total authentisch in die Kamera reden, weil ich keinen Bock mehr habe, die Sachen jetzt hier abzulesen und irgendwie unauthentisch zu sein. Das ist mir zu anstrengend. So, also, kennst du das auch? Du liegst abends im Bett, willst einschlafen, aber dein Gedankenchaos nimmt einfach gar kein Ende. Du denkst über das Universum nach, über deine eigene Existenz nach, über was weiß ich nach, aber du weißt eigentlich, dass du früh aufstehen musst und dich beruhigen solltest, aber du hast keine Ahnung, wie du deine Gedanken einfach zum Stoppen bringst. Glücklicherweise habe ich dir 5 Schritte rausgesucht, die ich dir jetzt vorstellen werde, wie du deinen Stress ganz einfach bewältigen kannst. Bleib dran! Hallo und herzlich willkommen in meinem Uchiverse. Mein Name ist Uchi und ich habe diesen Channel erst vor kurzem ins Leben gerufen, weil es mir am Herzen liegt, die Lebensqualität meiner Mitmenschen zu verbessern. Wenn auch du es anstrebst, dein Leben zu verbessern und glücklicher zu sein, dann bist du hier genau richtig und wirst wöchentlich mit positivem Content bereichert. Wenn dir die Situation von eben bekannt ist, kann ich dir versichern, dass du damit nicht alleine bist. Denn viele empfinden, nicht nur kurz vorm Schlafengehen, sondern generell im Alltag, den Zwang, über Dinge nachzudenken, obwohl diese Gedanken dir in diesem Moment eigentlich gar nichts bringen. Viele dieser Gedanken sind zudem unnötige Wiederholungen und fiktive Szenarien, die so oder so nie in der Realität zustande kämen. Oft sind diese Gedanken auch lediglich ein Zeichen dafür, dass deine Emotionen blockiert sind. Mehr dazu aber später. Auch ich habe mit dem Problem zu kämpfen gehabt, über Dinge zwanghaft nachdenken zu müssen, was mir auch am Ende des Tages gar nicht viel gebracht hat, außer halt noch mehr Stress. Und dieser Stress hat wiederum dazu geführt, dass ich mich noch weniger auf das konzentrieren konnte, was wirklich wichtig war. Mein tägliches Chaos an Gedanken hat nicht nur dazu geführt, dass ich permanent erschöpft gewesen bin, sondern ich habe auch eine psychologische Angst entwickelt, die dadurch entstanden ist, dass ich Situationen subjektiv beurteilt hatte. Dieses subjektive Beurteilen hat letzten Endes dazu geführt, dass ich noch mehr Angst entwickelt hatte und durch diese Angst einen noch größeren Drang verspürt hatte, über Dinge nachzudenken. Und durch das noch mehr Nachdenken habe ich noch mehr Angst entwickelt. Das heißt, ich war im Endeffekt einfach nur komplett in mir selber gefangen und bin da auch nicht mehr rausgekommen, weil ich einfach der Überzeugung war, dass diese subjektive Sicht absolut ist. Sprich, ich habe nicht gesehen, dass meine Beurteilung hätte falsch sein können, sondern ich war so überzeugt von meiner Ansicht, dass ich sicher war, okay, das muss so sein. Also wenn ich jetzt beispielsweise überzeugt war, dass mich der ein oder andere Mitschüler nicht gemocht hat oder der ein oder andere Kollege, war ich einfach der Überzeugung, das stimmt. Und genau an der Stelle muss man halt auch aufpassen, denn je bescheidener du bist, desto mehr Frieden wirst du auch empfinden. Und das ist auch eine Sache, die man mit der Zeit erst lernt, weil je älter du wirst und je mehr Erfahrung du machst, desto mehr wirst du dir dessen bewusst, dass viele deiner subjektiven Ansichten eigentlich gar nicht der Wahrheit entsprechen. Und je mehr du merkst, dass du falsch lagst, desto mehr tendierst du auch dazu, Dinge nicht mehr so voreilig zu beurteilen, sondern einen Schritt zurückzutreten und die Sache erstmal etwas rationaler anzugehen und neutraler anzusehen, bevor du halt gleich die Sache komplett in eine Schublade schiebst oder beurteilst, obwohl du gar nicht genug Hintergrundwissen hast, um diese Sache zu beurteilen. So, genug geredet, kommen wir jetzt zu den 5 Schritten, die ich euch versprochen habe. Schritt Nummer 1. Reden ist wichtiger, als du denkst, vor allem wenn du spürst, dass du das Bedürfnis hast, mit einer Person zu reden. Wenn du nämlich dieses Bedürfnis unterdrückst, sorgst du dafür, ob es bewusst oder unbewusst ist, dass deine Emotionen blockiert sind und die Energie innerhalb deines Körpers nicht mehr richtig fließen kann. Was ist die Folge? Stress. Was du dagegen tun kannst? Direkte Konfrontation. Suche das Gespräch mit der relevanten Person auf oder spreche zuerst vielleicht mit einem Freund oder einer guten Freundin, mit der du dich vertraut fühlst und hol dir eine zweite Meinung ein. Letzten Endes solltest du jedoch mit der Person reden, um die es eigentlich geht, denn nur so kann das Problem an der Wurzel gepackt und gelöst werden. Dabei kann es auch vorteilhaft sein, sich auf das Gespräch vorzubereiten, indem man sich schon mal Stichpunkte macht, um nicht aufgrund seiner Angst und seiner Emotionen während des Gesprächs den Faden zu verlieren, sondern sich auch daran erinnern zu können und eine Art Anker zu haben, an dem man sich festhalten kann, um wirklich die gezielten Ergebnisse des Gesprächs zu erhalten, die man halt auch wirklich haben möchte. Was jedoch weniger vorteilhaft ist, sich das Szenario des Gesprächs mehrmals im Kopf durchlaufen zu lassen und dabei eigentlich nur einen Monolog mit sich selber zu führen, denn in der Realität sieht es immer anders aus. Wenn man ein Gespräch mit einer Person führt, hat man nämlich nicht oft genug Zeit, rational nachdenken zu können, sondern
sondern man spricht eigentlich eher direkt aus der Seele, aus dem Herzen heraus. Man ist im Endeffekt nichts anderes als eins mit sich selbst, ohne nochmal rational abzustimmen, was man da eigentlich gerade sagt. Wenn du die Situation jedoch so akzeptierst, wie sie in dem Moment ist, gibst du dir selber die Chance, auf deine Seele zurückzugreifen, die bei weitem mehr Intelligenz hat als dein rationaler Verstand. Punkt Nummer 2. Ein Tagebuch führen. Wenn du ein Tagebuch führst, schreibst du deine Gedanken strukturiert auf und kannst diese nochmal aus einer ganz anderen, höheren Perspektive reflektieren und analysieren. Das hilft dir nicht nur dabei, dein Gehirn zu entlasten, sondern du gibst dir auch die Möglichkeit, dich seelisch zu befreien und den Gedankenfluss anzuhalten bzw. zu reduzieren. Denn du hast ja deine Gedanken nun auf Papier gebracht und spürst dadurch nicht mehr diesen Zwang, diesen Druck über etwas nachdenken zu müssen, weil du beispielsweise Angst hast, diesen Gedanken zu verlieren oder diesen Gedanken nicht mehr wiederfinden zu können. Ein weiterer Vorteil ist, dass du dadurch eine in dir womöglich noch nicht entdeckte Emotion schneller erkennen kannst und dich dadurch nicht mehr mit ihr identifizierst und diese unbewusst auslebst. Indem du bewussten Abstand zu deinen Emotionen aufbaust, gelingt es dir nicht nur in Situationen ruhiger und achtsamer zu bleiben, sondern du wirst auch zukünftig Dinge weniger persönlich nehmen. Das liegt daran, dass du nun erkennst, dass die Person eigentlich nur ein Trigger deiner Emotion darstellt, als das eigentliche Problem. Ich habe beispielsweise gemerkt, dass ich gegenüber meinen Eltern oft negativ eingestellt war, da ich diesen zu viel Verantwortung zugeschrieben habe, ohne dabei mein eigenes Einflusspotenzial zu erkennen. Heute habe ich jedoch genug Selbstvertrauen und Selbstsicherheit, dieses Einflusspotenzial wahrzunehmen und nicht länger meiner eigenen Angst genug Macht zu geben, dass sie mich einfach nur noch blockiert und mich daran hindert, mein Leben in die Richtung zu ändern, in die es gehen soll. Denn inzwischen ist mir bewusst geworden, dass die Angst nirgendwo anders entsteht als in meinem eigenen Kopf. Wichtig ist also für mich zu erkennen, welche Ängste begründet sind und welche Ängste einfach nur irrational sind. Punkt Nummer 3, Sport. Sport ist nicht nur eines der besten Mittel gegen Stressbewältigung. Sport hilft uns auch dabei, mehr Selbstbewusstsein zu haben, uns besser zu fühlen und Endorphine in uns freizusetzen. Doch bei Sport geht es um viel mehr als nur das Körperliche. Bei Sport geht es auch um den Geist. Denn Sport bringt dich dazu, dich wieder auf dich selber zu konzentrieren. Man könnte es auch als eine Art Meditation ansehen. Denn wenn du dich in einer anstrengenden Übung befindest und beispielsweise Gewichte stemmst, kannst du dich auf nichts anderes als auf dich und deinen Körper in diesem Moment konzentrieren. Genau aus diesem Grund wird Sport auch als eine meditative Aktivität angesehen. Ganz abgesehen davon, dass diese Aktivität dir dabei hilft, negativen emotionalen Ballast abzuwerfen. Ich meine, ganz ehrlich, wer kennt es nicht? Man geht zum Sport und man fühlt sich danach einfach so viel besser, als hätte man einfach sich geistlich und körperlich gereinigt. Außerdem hilft Sport auch dabei, deine eigenen Grenzen zu überwinden. Denn du bist gezwungen, aus deiner Comfortzone herauszugehen und beispielsweise beim Gewichtestemmen dich in eine unangenehme Situation zu begeben und weiterzumachen, obwohl du eigentlich gar nicht mehr kannst. Dadurch entwickelst du nämlich nicht nur Disziplin, sondern auch die Fähigkeit, dich in anderen Situationen im Leben immer wieder über deine eigenen Grenzen hinaus zu pushen. Punkt Nummer 4. Meditation. Was ist Meditation eigentlich? Ist Meditation irgendein Hokuspokus aus Asien? Ist Meditation vielleicht einfach nur da sitzen und nichts tun? Ist Meditation irgendwas Schamanisches? Muss ich dafür irgendwelche besonderen Kräfte besitzen? Nein, natürlich nicht. Meditation ist nämlich nichts anderes, als zu lernen, seinen Gedankenfluss zu kontrollieren. Man könnte es sich auch ganz einfach so vorstellen, als wenn deine Ruhe der blaue Himmel wäre und die nervigen, stressigen Gedanken sind Wolken. Was tust du nun, wenn du eine Wolke siehst? Du lässt die Wolke einfach vorbeiziehen. Du gibst den Gedanken keine Aufmerksamkeit, du führst den Gedanken nicht weiter, du identifizierst dich nicht mit den Gedanken, sondern du beobachtest ihn einfach nur und lässt ihn weiterziehen. Und wenn du merkst, dass es nicht funktioniert, mach dich nicht selber fertig. Bleib einfach ruhig und komm wieder zurück zu deinem Atem. Am Ende des Tages sind Gedanken nichts anderes als ein Spiegel deiner Seele, ein Spiegel deiner inneren, emotionalen Gefühlslage. Wer also seine Gedanken ignoriert und verdrängt, der verdrängt auch seine Emotionen. Und das führt zu Blockaden und zu noch mehr Stress. Falls ihr noch mehr über Meditation erfahren wollt, dann lasst es mich doch einfach gerne in den Kommentaren wissen und ich mache noch mal ein ausführlicheres Video zum Thema. Punkt Nummer 5. Lebensziele. Du hast sicherlich schon mal davon gehört, der Weg ist das Ziel. Doch wie sollst du einen Weg haben, wenn du nicht mehr ein Ziel hast?
Wie sollst du vorwärts kommen, wenn du nicht mal weißt, in welche Richtung du dich bewegen sollst? Wenn du also kein Ziel hast, kann deine Energie nicht mehr richtig fließen und staut sich an. Das Resultat sind beispielsweise Depression oder erhöhter Stress. Das bekannte Sprichwort von Albert Einstein bringt es hierbei genau auf den Punkt. Das Leben ist wie ein Fahrrad. Man muss sich vorwärts bewegen, um in Balance zu bleiben. Wenn du also Zeit und auch Geld in dich selber investierst, als in Dinge, die dir nichts bringen, wie beispielsweise ein neues Auto oder das neueste iPhone 11 oder die neuesten Schuhe und keine Ahnung was. Ich meine, das ist ja kein Problem, wenn man sich jetzt diese Sachen aneignet, aber es geht einfach eher darum, dass viele Leute nicht das Geld sich zusammensparen und dieses beispielsweise in Bildung investieren oder sich einfach mal hinsetzen und ein Buch lesen, ihr Wissen erweitern, Artikel lesen. Ich meine, wir haben heutzutage einfach so viel verfügbares Wissen, unglaublich verfügbares Wissen und trotzdem setzen wir uns nicht hin und lesen einfach mal und erweitern unser Wissen, weil wir denken, ach, da draußen gibt es ja schon genug Leute, die genug Ahnung haben. Das muss ich jetzt selber nicht auch noch wissen. Reicht ja aus, wenn die anderen für mich den Scheiß machen und ich kann hier selber chillen und den ganzen Tag PS4 zocken oder so. Ich meine, also ich zocke gerne selber PS4, so ist es nicht. Ich liebe PS4 zocken und ich liebe es auch am PC zu zocken, aber es geht am Ende des Tages immer wieder um Balance. Und wenn du die Zeit und das Geld in dich selber investierst, dann sorgst du nicht nur dafür, dass sich die Fähigkeit deiner Selbstreflexion verbessert, sondern du sorgst auch dafür, dass du plötzlich dort Lösungen findest, wo du vorher nur auf Hindernisse gestoßen bist. Denn nun siehst du mehr Möglichkeiten und Gelegenheiten, deine eigenen Probleme aus dem Weg zu räumen und aus deiner Welt zu schaffen. Da du jetzt selber den Intellekt besitzt, dieses Problem in die Hand zu nehmen und zu lösen, anstatt es als einen Stressfaktor anzusehen, der sich nicht beseitigen lässt. Wenn du also selber kennst, dass es in deinem Leben noch Probleme gibt, die auf jeden Fall deine Aufmerksamkeit benötigen, bitte tu dir selber den Gefallen und ignoriere diese nicht. Denn je länger du sie ignorierst, desto schlimmer wird auch das Problem. Bis du irgendwann dazu gezwungen wirst, das Problem selber in die Hand zu nehmen. Und meistens hast du dadurch nur unnötig Zeit verschwendet und dir auch selber wehgetan. Immerhin kannst du das Leben nicht mehr richtig genießen, wenn du weißt, ob es jetzt bewusst oder unterbewusst ist, dass ein Problem existiert. Also sieh dieses Problem nicht als etwas Negatives an, sondern einfach als eine Chance zu wachsen, als eine Chance größer zu werden. Und wenn du dieses Hindernis oder Problem konfrontierst, dann kannst du doch nur größer werden, dann kannst du doch nur daran wachsen. Nichts anderes. Letzten Endes ist es wichtig für dich zu erkennen, dass du die Dinge alle selber in die Hand nehmen kannst. Du bist selber der Erschaffer deiner Realität. Du musst es nur realisieren. Du musst dir einfach nur vertrauen. Du musst einfach nur da rausgehen, dich selber überwinden, Dinge konfrontieren, deine Ängste überwinden. Denn Ängste werden nur dann kleiner, wenn du ihnen in die Augen schaust. In die Augen, ganz tief. Und auch nur dann wirst du erkennen, dass die Ängste nichts anderes als ein Produkt deiner eigenen Gedanken sind. Ein Produkt deiner eigenen irrationalen Realität hier oben, die auch nur du selber wahrnehmen kannst und kein anderer. Also, tu etwas dagegen und nimm dein Leben selber in die Hand. Vielen Dank fürs Zuschauen, mir hat super viel Spaß gemacht. Ich habe heute mein erstes Video gedreht. Oh mein Gott, ich kann es selber nicht glauben. Ich werde mir große Mühe geben, jede Woche ein Video rauszubringen und ich würde mich sehr über ein Däumchen nach oben freuen, sowie konstruktive Kommentare unter dem Video. Und falls du mehr solcher Videos sehen möchtest, dann abonniere mich doch einfach gerne und dann freue ich mich auch super doll, dich nächste Woche wiederzusehen. Also, bis dann. Tschüss!